Es ist Review-Zeit, ihr Rangers-Fans da draußen. Heute wieder für euch aus der Legacy-Edition, aus der Legacy Collection, den Sabertooth Tiger Zord. Ja, auch wieder eine kleine Hommage an das 94er Vintage Toys. Wieder für uns Sammler, für uns erwachsene Sammler, die damals Kinder waren und dieses Spielzeug halt besessen haben. Ich finde es persönlich sehr genial. Wie gesagt, die Legacy-Line mag ich. Ich finde die cool, nette kleine Idee. Und auch hier haben wir jetzt natürlich wieder was ganz, ganz Schönes. Na, ihr seht vorne drauf 7 Power Rangers. Ihr könnt hier den schönen Blitz erkennen. Und hier drauf ist Trini zu sehen, der gelbe Ranger. Da wir jetzt natürlich den Sabertooth Tiger Zord vorstellen, muss hier natürlich Trini drauf. Das sieht schon mal sehr cool aus. Und ich mag den Style, ne, in diesem Schwarz-Weiß. Das gefällt mir sehr. Und auch das Power Rangers hier ist in Silber erhaben. Sehr, sehr schön. Ihr seht schon, das Ganze ist in einer schönen Verpackung gehalten. Ihr könnt innen drin natürlich schon den Zord erkennen und eine kleine gelbe Ranger-Figur. Hier unten natürlich noch von Bandai ab 4 Jahren aufwärts mit dem klassischen Mighty Morphin Power Rangers Logo und natürlich hier der Sabertooth Tiger Zord aus der Legacy Collection. Ansonsten die Verpackung ist relativ normal grau. Auf der Rückseite könnt ihr allerdings erkennen, was euch da erwartet. Ja, wenn ihr euch diesen kleinen Tiger jetzt zulegen solltet, ihr könnt dann nämlich diesen kleinen Ranger da noch in sein Cockpit packen und dann könnt ihr so ein bisschen die Details erkennen. Ansonsten haben wir natürlich auch hier noch eine kleine Andeutung, was es noch in der Legacy Collection gibt. Unter anderem sehen wir hier sogar noch einen schönen T-Rex-Sword, dann die Legacy-Helme, die kleinen Helme, die Automorphins und hier sind auch noch kleinere Figuren. Ich sehe sogar was von Ninja-Stil. Ich bin verwirrt. Und das in der Legacy-Edition? Keine Ahnung, was da los ist. Ja, ich würde sagen, lasst uns die Miezekatze mal auspacken. Ich bin selber sehr gespannt. Na, gucken wir ihn uns mal an, den klassischen Sabertooth Tiger Zord. Tja, und so sieht das Ganze aus, wenn ihr es ausgepackt habt. Und ich finde es cool. Natürlich ist das eine Andeutung an das alte Toys. Das heißt, erwartet hier jetzt nicht zu viele coole Details. Das gab es damals halt auch nicht. Damals waren die Zords halt auch nur mit Sticker-Sheets halt belegt. Na, ich finde es persönlich aber gar nicht schlecht. Hier haben wir zum Beispiel jetzt die kleine Trini. Na, sieht ganz lustig aus. Ne? Da ist natürlich ein bisschen Beweglichkeit auch am Start. Wir können halt die Arme hoch und runter bewegen. Wir haben hier so einfaches Ellbogengelenk. Na, und die Handschuhe ansonsten nicht so weit beweglich, gar nichts. Sie ist aus einem recht flexiblen Plastik auf jeden Fall gemacht. Aber ich würde euch raten, passt ein bisschen auf mit den Armen. Das sieht sehr flexibel. Natürlich ist es flexibler. Es sieht sehr filigran halt aus. Ne? Also äußerste Vorsicht ist da geboten. Die Beine können wir auch natürlich nach vorne packen, damit wir halt Trini später in den Zord reinpacken. Wenn ich Trini jetzt in einen Ranger reinpacke, dann wird das nicht mehr jugendfrei. Ne, also ein kleiner, süßer, gelber Power Ranger ist damit am Start. Und dann haben wir natürlich hier den Säbelzahntiger. Und den finde ich ja wohl wirklich super cool. Ne, haben sie wirklich ganz toll umgesetzt und ihr seht auch, hier sind natürlich Sticker drauf. Er ist ansonsten komplett in Gelb und Grau gehalten. Ne? Gelb-Grau, ein bisschen Schwarz mit dabei. Und wie gesagt, hier sind ein paar Sticker auf der Seite. Vorne drauf, das ist alles schon gesculptet. Ne? Also das ist kein Sticker-Sheet mehr. Und auch die Augen, so wie ich das sehe, sind... Ne, das sind Sticker, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich teste es mal für euch. Ne, ist aufgemalt. Ist tatsächlich aufgemalt. Sehr cool. Ne? Also ihr seht hier, der Sabertooth, er sieht cool aus. Er gefällt mir, genial gemacht und ja, er hat tatsächlich mehr Beweglichkeit, als ich es gedacht hätte. Denn wenn wir uns das jetzt mal angucken, der Kopf geht natürlich erstmal schön hoch und runter, das funktioniert, ne? Das ist alles schon mal sehr genial gemacht. Wir haben hier das Maul, das können wir öffnen, ne? Auch sehr cool, ne? Sehr coole Beweglichkeit. Ich habe gerade den gelben Ranger weggeschossen. Ist auch egal, wo ist sie denn da hinten? Da liegt sie, lass sie liegen. Ja, die Beine selbst sind auch beweglich. Ne? Wir können die hier sehr schön hoch und runter bewegen. Wir haben hier sogar eine Beweglichkeit drin. Schaut mal, auch da wirklich sehr, sehr gut gemacht. Dann sind die Füße hier unten auf Balljoints. Ne? Das heißt, ihr habt hier wirklich eine schöne Rotation. Ne? Klappt, um ein bisschen Action-Pose zu machen. Das funktioniert richtig, richtig gut. Ja, ich muss euch dazu sagen, erwartet hier bitte jetzt nicht, dass dieser Zord ja, sich mit anderen Zords zusammenstecken kann. Ihr könnt hier keinen Megasord draus formen aus dieser Legacy-Line. Das geht nicht. Ne? Das geht nicht. Das ist rein ein Zord zum Hinstellen und zum Displayen für euren gelben Ranger. Hier an der Seite haben wir jetzt tatsächlich noch eine Hüftbeweglichkeit. Das finde ich ganz cool. Schaut mal, hier. Da kann er sich ein bisschen bewegen. Das finde ich gut gemacht. Ne? Sehr, sehr genial. Die Beine hier auf der Rückseite, die Hinterläufe natürlich auch beweglich. Tolle Beweglichkeit mit drin. Und auch hier unten haben wir wieder Balljoints an den Füßen.
Finde ich genial, finde ich wirklich sehr genial. Vorne an der Front hier, die Beine übrigens sind auch nochmal hier, glaube ich, auf Kugelgelenken. Ne? Ihr seht das, weil ihr könnt ihn so ein bisschen nach links und rechts bewegen. Er kann sich so ein bisschen breiter hinstellen. Ne? Das ist schon mal ganz cool gemacht. Ja, dann auf der Rückseite, ihr Rangers-Fans wisst natürlich, dass der Schwanz hier hinten vom Sabertooth Zord sich zu einer Kanone formen kann. Ne? Also das heißt, er ist beweglich. Wir können ihn komplett nach oben switchen und dann auch nach oben klappen, damit wir hier die Kanone haben. Ne? Auch das funktioniert. Da kann Trini dann halt mit ihrem Sword losschießen. Auch sehr cool gemacht. Und da finde ich persönlich, bin ich schon mehr als zufrieden mit dem kleinen Sword. Tolle Beweglichkeit. Was sagt ihr dazu? Ich finde ihn toll. Ich finde ihn echt toll. Ja, und jetzt ist halt nur noch die Sache, dass wir hier oben so eine Art Cockpit-Action haben. Ne? Das heißt, ja, das ist natürlich jetzt nichts Spektakuläres. Wir können hier oben das Ganze öffnen. Hier ist nämlich so eine Klappe. Da, ne? Da ist der Sword ein bisschen hohl innen drin. Das ist aber auch egal. Jetzt biegen wir Trinis kurz die Beine hier so ein bisschen rum. Dann können wir sie hier reinsetzen. Ne? So. Dann habt ihr so gesehen euren kleinen Ranger da drin. Könnt ihr natürlich dann auch da drin lassen. Da ist sie in ihrem Sabertooth Tiger Zord. Rein das Ganze zugeklackt und das war's dann auch schon. Ne? Das ist der Sinn hinter diesem coolen kleinen Sword. Ich bin sehr, sehr angetan. Ich finde ihn toll. Ich fand die Miezekatze generell schon immer genial. Ne? Also wirklich ganz genial gemacht. Und wenn ihr wirklich so ein paar coole Posen raushauen wollt, irgendwie irgendwas Cooles damit machen wollt, es ist auf jeden Fall irgendwas möglich. Ne? Lasst euch was einfallen, aber so rein als Display-Piece, muss ich euch gestehen, finde ich ihn genial. Wenn ihr jetzt vielleicht noch die Legacy-Figur von dem gelben Ranger habt und den halt daneben stellt, dann habt ihr wirklich so ein kleines Sortiment an ja, Power Ranger und Zord für eure Sammlung. Finde ich gut. Ne? Das ist eine schöne, angenehme Größe. Die hat was, ne? Und die könnt ihr euch ganz locker in euer Regal stellen. Vielleicht kriege ich ja noch den T-Rex. Das wäre noch cool, damit ich vielleicht den roten Ranger noch seinen T-Rex verpassen kann. Aber das liegt leider wie immer nicht bei mir. Ne? Wäre allerdings echt toll. Gerade jetzt mit dieser Hüftbeweglichkeit ist das ganz cool eigentlich. Ne? Er kann sich so ein bisschen hier schräg hinstellen. Ich finde ihn genial. Jetzt seid ihr wie immer gefragt. Was haltet ihr davon? Seid ihr generell Fan dieser Legacy-Line? Denn ich finde, da gibt es echt ein paar tolle Variationen. Wie gesagt, die Flipping-Action-Figuren, dann halt die kleinen Swords. Ne? Also wenn ihr jetzt euch nicht wirklich einen übelst teuren Vintage Sabertooth Tiger Zord irgendwo kaufen wollt und ihr auch nicht unbedingt scharf drauf seid, dass ihr daraus jetzt diesen krassen, supergeilen Dino Megasword baut, dann könnt ihr euch das gute Stück hier auf jeden Fall zulegen. Oder halt die anderen Swords. Ich finde sie toll. Ganz ehrlich, ne? Schönes Display-Piece für Vintage-Fans. Auf jeden Fall, denke ich mal, einen Blick wert. Und das soll es eigentlich auch schon wieder gewesen sein, denn mehr gibt es hier gar nicht dran zu zeigen. Aber das reicht auch. Wir holen nochmal den gelben Ranger hier wieder aus dem Cockpit raus. Ne? Komm mal her. So. Keine Waffen, kein nix uns mit dabei, aber es ist eine nette kleine Idee, um einfach euer Power Rangers Display noch ein bisschen aufzuhübschen und noch einen weiteren Sword halt in eurer Sammlung zu haben. Das soll es gewesen sein, liebe Leute. Wie immer, schreibt mir mal eure Meinung unten rein und ich bin sehr gespannt drauf, wann wir uns wiedersehen. Die nächste Rangers Review wird, denke ich mal, auch wieder ein kleines Highlight für euch. Daher würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, macht's gut, bis dann und wie immer, go, go, Power Rangers.